Bevor ich nach Englisch gehe, will ich noch sagen, dass ich die Lieder so schön finde. Ich genieße da immer wieder von, dass wir hier beieinander sein können und zusammen singen können. Und ich freue mich wieder. Insbesondere, wenn ich auch richtig verstehe, was wir singen, weil es so eine gute Botschaft ist. Wenn ich hier früher kam, mit meiner Schwester, wenn meine Schwester noch da war, dann habe ich immer mitgesungen, ohne nachzudenken, was es bedeutet, was dort steht. Aber ganz schöne Worte und die Melodien, ich mag das so gerne. I was switching to English because I prepared everything in English. Ich werde jetzt also ins Englische wechseln, weil ich habe alles auf Englisch vorbereitet. And the topic is determined not to leave God. Und das Thema heißt, sich dazu zu entscheiden, Gott nicht zu verlassen. Also ich verlasse Gott nicht. Ich verlasse Gott nicht, genau. I called it also a purpose in your heart. Ich habe es auch genannt, ein Ziel in deinem Herzen. At the conference in Ellicum on March 13 to 15, In der Konferenz in Ellicum im März, also vom 13. bis 15. März, it's only 3 weeks ago, so circa 3 Wochen zurück, I had purpose to talk to Jentel about our relationship. hatte ich vorgehabt, mit Jentel zu sprechen über unsere Beziehung. We had already called each other and talked about how we should fill our relationship. Wir hatten schon miteinander gesprochen, so wie wir unsere Beziehung Einfühlen. wie wir es einfühlen sollten. And that we actually even had put ourselves above God or each other above God. Und dass wir uns eigentlich gegenseitig über Gott gestellt haben. I realized this only 1 year after we had already a relationship. Und ich habe das erst gemerkt, 1 Jahr nachdem wir bereits begonnen hatten mit einer Beziehung. The week before this conference, In der Woche vor dieser Konferenz. when I was reading a book called I Kissed Dating Goodbye. Als ich das Buch las, I Kissed Dating Goodbye oder im Deutschen Ungeküsst und doch kein Frosch. Yeah, the same title in Dutch. you might know this book already. Kennt ihr dieses Buch? It was unbelievable how many aspects of our relationship were actually selfish. Es ist unglaublich eigentlich, wie viele Aspekte unserer Beziehung selbstsüchtig sind. And therefore putting God aside. Und deswegen dazu führen, dass wir Gott auf die Seite stellen. Throughout our relationship we lost sight of God. Durch unsere Beziehung haben wir Gott aus den Augen verloren. And therefore couldn't follow his counsels. Und konnten deshalb auch nicht seine Ratschläge folgen. We couldn't do what we had purposed in our hearts. Wir konnten nicht das tun, was wir uns eigentlich in unserem Herzen vorgenommen hatten. And felt bad every time when we realized this. Und wir haben uns immer schlecht dann gefühlt, wenn wir das erkannt haben. I prayed a lot that week before the conference. Und in dieser Woche vor der Konferenz habe ich sehr viel gebetet. And talked about with Jentel about my concerns. Und ich habe dann mit Jentel auch über meine Sorgen gesprochen. These concerns came when I was reading this book at my grandparents' home. It was very funny actually. Es ist eigentlich recht lustig, diese Sorgen, die kamen mir auf, als ich dieses Buch im Haus meiner Großeltern gelesen habe. Because I was just reading it because I couldn't sleep. Ich habe es nämlich nur gelesen, weil ich nicht schlafen konnte. It was like 12 o'clock and I was going to sleep. Es war Mitternacht und ich wollte eigentlich schlafen gehen. And at 2 o'clock or 3 o'clock I was just awoke. I awoke. Und um 2 oder 3 Uhr da bin ich einfach wach geworden. And it was so funny because I was lying and I was so, well, I can do something. I have so much energy. What should I do? Es war eigentlich lustig, weil ich lag und ich habe gesagt, ich fühle mich eigentlich so voller Energie, ich könnte etwas tun. So I had this book with me, so I started reading my book again. Und ich hatte dieses Buch bei mir, also habe ich angefangen, dieses Buch wieder zu lesen. So then I started realizing how my relationship was not so well. Und da habe ich eigentlich angefangen zu bemerken, wie meine Beziehung eigentlich nicht in Ordnung war. It was a hard time after I told Jentel about my concerns. Es war eine harte Zeit, nachdem ich Jentel über meine Sorgen
berichtet hatte. especially for her because she was afraid that I would leave her. Insbesondere für sie, weil sie Angst hatte, dass ich sie jetzt verlassen würde. But we both started praying a lot. Aber wir beide haben angefangen, viel zu beten. I really wanted to know what was God's will for my life and for our lives. Und ich wollte wirklich wissen, was der Wille Gottes ist für mein Leben, für unser beider Leben. So I kept praying. Also habe ich weiter gebetet. Finally, at the conference, Und letztendlich bei der Konferenz, though there was still some tension, obwohl es immer noch eine gewisse Spannung gab, we had a great time. hatten wir eine wunderbare Zeit. The subject about the sanctuary Das Thema über den Heiligtum, with Gabriel and Brother Yausi das wir mit Gabriel und Bruder Jausi studiert haben, was so interesting that we were both blessed by the es presentations. war so interessant, dass wir beide gesegnet wurden durch diese Präsentation. I especially remember the 4 pillars of the sanctuary where the entrance is. Und ich erinnere mich besonders an die 4 Pfeiler oder die 4 Stützen am Eingang des Heiligtums, Representing the 4 Gospels presenting Jesus. die ein Symbol sind für die 4 Evangelien, die Jesus präsentieren. Jesus is the only way, Jesus ist der einzige Weg. and the 4 pillars show that way. Und diese 4 Pfeiler zeigen den Weg. On Sabbath, Am Sabbat, because this was on Friday evening, on Sabbath we asked my aunt, Anja, und also das war am Freitag, und am Sabbat haben wir also meine Tante Anja gefragt, if we could talk together about our relationship. ob wir zusammen sprechen könnten über unsere Beziehung. So we did, and praise God. Und wir haben das getan, und gelobt sei Gott. Praise God for that conversation. Gelobt sei Gott für dieses Gespräch. We both realized that we had done wrong, Wir beide haben gemerkt, dass wir uns eigentlich falsch verhalten haben. and from that day on we wanted to do everything different. Und von diesem Tag an wollten wir alles anders machen. We wanted to do it God's way. Wir wollten es in der Art und Weise, wie Gott es will, machen. Now I would like to read something from Messages to Young People, Und wir wollen jetzt etwas aus Ruf an die Jugend lesen. and it's in the chapter Standards of Success. Das ist im Kapitel der Maßstab des Erfolges. So the second alinea. Ja. In the history, or wait, I actually wanted to ask you guys a question. Moment, zuerst wollte ich euch etwas fragen. The chapter is called Standards of Success. What examples do you think Ellen White uses to illustrate this? Dieses Kapitel heißt der Maßstab des Erfolges. Welche Person meint ihr nutzt Ellen White, um eben diesen Punkt zu illustrieren? Maßstab des Call any person in the Bible that you know who could illustrate this. die das darstellen könnte, repräsentieren könnte. Was kommt euch hoch? Sagt. It's not hard. Das ist nicht schwer. Joseph? Josef? Who else? Wer noch? That's one of 2. Das ist einer von 2. What? Daniel, thank you. Dankeschön. Joseph and Daniel. Josef und Daniel. All right, let's read. Wir lesen. In the history of Joseph, Daniel, and his fellows, we see how the golden chain of truth may bind the youth to the throne of God. Die Geschichte Josefs, Daniels und seiner Gefährten zeigt uns, wie das goldene Band der Wahrheit die Jugend mit dem Thron Gottes verbindet. Golden chain. Goldene Band oder im Englischen goldene Kette. It should be something very nice and beautiful. Es sollte etwas sehr Schönes, sehr Angenehmes sein. All right. We're going to our Bibles right now So, jetzt wollen wir unsere Bibeln zur Hand nehmen, to look at this example of Daniel. um diesen Beispiel Daniels zu sehen. And we want to start reading from chapter 1, verse 8. Und wir wollen vom ersten Kapitel aus Daniel lesen, ab dem Vers 8. So Daniel chapter 1 from verse 8. Daniel Kapitel 1, ab Vers 8. You know the story very well. You all know the story. Ja, ihr kennt alle die Geschichte, sehr gut. But Daniel purposed in his heart that he purposed in his heart. Daniel aber nahm sich in seinem Herzen vor. What do you think he purposed?
Was nahm er sich vor? You can read it and you can say it. Ihr könnt das ja lesen und mir dann sagen. He would not defile himself, thank you, Er wollte sich nicht verunreinigen with the portion of the king's meat, mit der Mahlzeit des Königs nor with the wine which he drank. und auch nicht mit dem Wein, den er trank. So this was his goal. He didn't want to defile himself. Das heißt, das war sein Ziel, er wollte sich nicht verunreinigen. Interestingly, that he wanted only vegan food and water. Und interessant ist hier zu sehen, dass er eigentlich nur eine vegane Speise und Wasser wollte. We can read that in verse. We are not going to read it, but you can read it in verse 12. Wir werden es zwar jetzt nicht vorlesen, aber im 12. Vers könnt ihr das nachlesen. He wanted to obey God. Er wollte Gott gehorchen. All right. So he wants something. Is it enough to set goals? Okay, er wollte etwas, aber reicht es, sich Ziele zu setzen? We just heard a very good presentation about this topic as well. Is it enough to want something? Wir haben gerade eben eine tolle Präsentation zu diesem Thema gehört. Reicht es aus, etwas zu wollen? So silent. Das ist so leise plötzlich. Well, does Jesus cover us with his righteousness unconditionally? Bedeckt uns Christus mit seiner Gerechtigkeit bedingungslos? What did Daniel do? Was hat Daniel getan? The answer lies already in the question. Die Antwort liegt in der Frage. He did it. Er hat es getan. In verse 8, it continues, therefore he requested of the prince. Und es geht weiter hier in der Bibel. Deswegen erbat er sich vom obersten Kämmerer. So he purposed something in his heart and he did it. Er nahm sich etwas in seinem Herzen vor und er tat es. But he asked the prince, but the prince was afraid that the vegan food would be worse than the king's meat. So, er fragte also jetzt den obersten Kämmerer, aber dieser oberste Kämmerer hatte Angst, dass eben diese vegane Ernährung ihm schlechter bekommen würde als die Mahlzeit des Königs. But still, Daniel was asking, all right, test us for 10 days. Und jetzt kommt Daniel und sagt, ja, prüfe uns, 10 Tage lang. Courage. Mut. Let's make a comparison. Lass uns hier einen Vergleich machen. What if you got invited to a party? Stell mir vor, du wirst eingeladen zu einer Party. And the people there give you their best meat, the best food they have. Und die Menschen dort geben dir das beste Essen, das sie haben. And the best drink that they can give you. Und das beste Getränk, das sie für dich. Would you dare to deny it if you know that's not good for you? Würdest du dich trauen, dem das abzulehnen, wenn du weißt, dass es für dich nicht gut ist? Or even say that it is worse than the food that you usually eat? Oder würdest du dich trauen zu sagen, dass diese Speise schlechter ist als das, was du normalerweise zu dir nimmst? Let's make it more practical for the youth. Lass es uns noch ein bisschen praktischer darstellen. If a group of students ask you to come over for supper, Wenn eine Gruppe Studenten dich einlädt zum Abendessen, or go somewhere, do something together, irgendwo hinzugehen, irgendetwas gemeinsam zu tun, would you dare to stand for your faith? würdest du dich trauen, für deinen Glauben einzustehen? To stand for your principles? Und für deine Prinzipien gerade zu stehen? Or do you make compromises? Oder machst du dann Kompromisse? If you will choose for God, Wenn du dich für Gott entscheidest, He will choose for you. dann wird er sich für dich entscheiden. Look at Daniel. Schau dir Daniel an. Did God help him when he stood up for God's principles? Hat Gott ihm geholfen, als er sich aufgerichtet hat für Gottes Prinzipien?
let's go to the next session. What were the results of Daniel's choice? Schauen wir uns mal die Ergebnisse an von der Wahl Daniels. Can somebody read verse 15 for me? Kann jemand Vers 15 laut lesen? In Deutsch, auf Deutsch. Auf Deutsch. Lukas, hast du auf Deutsch? So, with the question in your head, what were the results of Daniel's choice? So, wir haben noch die Frage im Kopf, ja, was waren die Folgen von Daniels Okay, please. Wahl? Und nach den 10 Tagen sahen sie schöner und kräftiger aus als alle jungen Leute, die von des Königs Speise aßen. So, what were the results? Was waren also die Ergebnisse? They looked healthier, right? Sie sahen gesünder aus, oder? And I believe they were healthier as well. Und ich glaube, sie waren auch gesünder. Their officer gave them what they wanted. Und der Kämmerer gab ihnen also alles, was sie wollten. Somebody else can read verse 17. Kann jemand Vers 17 vorlesen? Jemand anderes? Ja. Aber diesen 4 Knaben gab Gott Kunst und Verstand in allerlei Schrift und Weisheit. Daniel aber gab er Verstand in allen Gesichten und Träumen. Wow. So God gave them on top of that even wisdom and knowledge. Also noch dazu, zusätzlich zu dem, was Gott ihnen schon gegeben hatte, hat er ihnen Weisheit und Erkenntnis geschenkt. And skill in all learning. Und Fähigkeit in allen Künsten, heißt es hier? Oder Verständnis für alle Schrift. Ja. Yeah. Somebody else can read verse 19. Jemand anderes, der Vers 19 vorliest? Ja, bitte. Da redete der König mit ihnen, aber keiner unter ihnen allen wurde gefunden, der Daniel, Hanania, Misael und Asaja gleich gekommen wäre. Und sie traten in den Dienst des Königs. Exactly. There were none like them, Es gab niemand, der so war wie sie. even up to 10 times better Und sie wurden sogar als 10-mal besser gefunden. than all wise men in the king's kingdom. Als alle Weisen im Königreich des Königs. Do you believe you can be smartest in class? Glaubst du, du könntest der Klügste sein in deiner Klasse? Do you believe that? Glaubst du das? Do you believe? Glaubst du Do you believe that God can give you that blessing? Glaubst du, dass Gott dir diesen Segen geben kann? Oder nicht? Was denkt ihr? Glaubst du? Just be faithful to God Sei treu Gott gegenüber and He will bless you. und er wird dich segnen. I asked Gabriel just before this Sabbath closing how long it was that God blessed him. Ich habe vor der Andacht Gabriel gefragt, wie lange hat Gott Daniel gesegnet? Because in verse 21 it says, Daniel continued even unto the first year of King Cyrus. Denn wir lesen hier weiter, dass Daniel sogar da war, sogar im ersten Jahr des Königs Darius. And according to my sources, it seems to be like over 60 years. Und gemäß meiner Quelle waren es über 60 Jahre. 68. 68 Jahre. 68 years he was smarter than everybody else in the world. 68 Jahre lang war er klüger als jeder andere. Don't you think God can make you smartest of class then? Glaubt ihr nicht, dass Gott euch zum Klügsten in eurer Klasse machen kann? All right, I want to read the last part that I want to read from Messages to Young People. Ich möchte hier noch einen Abschnitt lesen aus Ruf an die Jugend. It's the marked part, by your choice. Ja, hier beginnen. By your choice, words... I'm sorry. Even door de woorden kiest. By your choice, words, and a consistent course of action, by your propriety, your earnest piety, make telling of confession of your faith. Legt durch eure gewählte Sprache, durch unbeirrtes, entschiedenes Handeln
durch euren Anstand und eure ernste Frömmigkeit ein eindrucksvolles Bekenntnis eures Glaubens ab. Eindrucksvolles, das ist schönes. Determined that Christ shall occupy the throne in the soul temple, in your soul. And lay your talents without reserve at his feet, to be employed in his service. Mit eurem entschiedenen Entschluss, Christus in euch wohnen zu lassen, legt ihr ihm alles uneingeschränkt zu Füßen, damit er alle eure Fähigkeiten in seinem Dienst gebrauche. That was the topic of this Sabbath closing, right? Das war doch das Thema unseres Sabbatschlusses. Do you want to be determined? Willst du entschieden sein? Determined to not leave God? Entschieden, Gott nicht zu verlassen? Ich will Gott nicht verlassen. I want to not leave God. Ich möchte Gott nicht verlassen. Let us pray together. Lasst uns gemeinsam beten.